Wer muss eigentlich ein Sanktionslisten-Screening machen? Das ist die Frage in vielen Workshops mit Unternehmen. Die rechtlichen Grundlagen, die sind spärlich. Die Fallhöhe bei Verstößen, die ist wiederum hoch, weil da drohen strafrechtliche Konsequenzen. Ganz nach dem Motto, aus Fehlern anderer lernen, nennen wir die 5 häufigsten Ausreden von Unternehmen, kein Sanktionslisten-Screening durchzuführen. Das, was ich hier gebe, sind ausschließlich Tipps ohne rechtliche Verbindlichkeit. Wir betrachten nur das EU-Recht und außerdem werden einige visuelle Elemente mit KI erstellt. Platz 5. Wir prüfen nicht, weil der Zoll prüft doch bei der Ausfuhr. Da ist man erstmal baff, wenn man sowas hört. Das wäre etwa so, als würde man zur Polizei fahren und die Polizei bitten, einen Alkoholtest durchzuführen. Es ist ein bisschen spät, wenn man erst bei der Ausfuhr prüft, weil die Bereitstellungsverbote bereits greifen, wenn man den Vertrag schließt, also mit Abgabe eines verbindlichen Angebots. Ein bisschen gefährlich, weil der Zoll als Strafverfolgungsbehörde direkt die Ermittlungen einleiten könnte. Ich hoffe, dass das Unternehmen seine Prozesse dann ein bisschen angepasst hat. Platz 4. Wir prüfen nicht, weil unsere Kunden sind doch keine Terroristen. Ja, das mit den Terroristen hört man häufig und das ist dann der Herr Meier und er ist echt total nett. Also wie soll der ein Terrorist sein? Das, was man aber eigentlich wirklich prüfen muss, das sind eben die Vertragspartner und die Verträge im B2B-Bereich, die kommen zwischen 2 Unternehmen zustande. Deswegen überprüft werden die Unternehmen und nicht die Ansprechpartner. Wenn ich mich da als Unternehmen absichern möchte, dass ich eben nicht in diese Bereitstellungsverbote laufe und damit in Embargobrüche, dann empfiehlt sich für mich eben die Prüfung meiner Geschäftspartner. Platz 3. Wir prüfen nicht, weil wir verkaufen nur Gartenzwerge. Oder unsere Produkte sind völlig harmlos. Das ist wirklich das, was man immer wieder hört. Und das hat mit dem Thema Sanktionslisten-Screening überhaupt nichts zu tun. Wichtig ist an der Stelle, dass man tatsächlich trennt zwischen den Geschäftspartnern und den Produkten. Weil wenn man das Ganze vermischt und vermengt, tut man sich schwer, mit diesen 2 unterschiedlichen Anknüpfungspunkten zurechtzukommen. Das Thema Sanktionslisten-Screening betrifft das Sanktionsrecht. Da geht es darum, ob die Geschäftspartner sanktioniert sind. Die Gartenzwerge oder die Laser oder was auch immer, das ist das Exportkontrollrecht, das ist ein ganz anderes Rechtsgebiet. Von daher, wir liefern doch nur Gartenzwerge oder unsere Produkte kann man nicht in Panzern nutzen. Dieses Argument zählt nicht als Grund dafür, seine Geschäftspartner nicht zu prüfen. Das hat letztlich mit dem Produkt überhaupt nichts zu tun. Platz 2. Wir prüfen nicht, weil wir liefern doch nur innerhalb Deutschlands. Auch in Deutschland gibt es gelistete Unternehmen. Und wer vorhin aufgepasst hat, der weiß, man muss strikt trennen zwischen der Exportkontrolle, da gibt es den Auslandsbezug, und dem Sanktionsrecht, da gibt es eben keinen Auslandsbezug. Also es spielt letztlich keine Rolle, ob der Geschäftspartner in Deutschland oder im Ausland sitzt. Also auch Unternehmen, die nur in Deutschland Geschäfte machen, sollten ihre Geschäftspartner einem Sanktionslisten-Screening unterziehen. Platz 1. Wir prüfen nicht, weil es steht nirgendwo, dass wir prüfen müssen. Das stimmt. Es steht nirgendwo, dass man Sanktionslisten-Screening machen muss. Allerdings gibt es in der EU Bereitstellungsverbote, die von den Unternehmen, die in der EU ansässig sind, eingehalten werden müssen. Und wie sie diese Bereitstellungsverbote einhalten, das obliegt jedem Unternehmen selbst. Im Laufe der letzten 20 Jahre hat sich in vielen Unternehmen das Sanktionslisten-Screening als das probate Mittel durchgesetzt. Die entscheidende Frage ist jetzt, wen muss ich denn alles prüfen? Nur meine Kunden oder wen noch alles? Darum geht's im nächsten Video. Wer rechtssicher sein möchte, der sollte ein Sanktionslisten-Screening durchführen. Die entscheidende Frage ist, wen muss ich denn alles prüfen? Ich zeige euch anhand einer einfachen Einteilung in 3 Kategorien, wie ihr die richtigen findet. Das sind diejenigen, die man prüfen sollte und wie ihr keine unnötigen Prüfungen durchführt.
Okay, wen ihr prüfen solltet, ergibt sich aus den sogenannten Bereitstellungsverboten. Der gesetzliche Inhalt ist spärlich. Da steht nämlich nur drin, dass es verboten ist, den gelisteten Personen, Unternehmen und Organisationen unmittelbar oder mittelbar Gelder oder wirtschaftliche Ressourcen zur Verfügung zu stellen. Was Geld ist, ist klar. Wirtschaftliche Ressourcen sind jeder Vermögenswert. Und an der Stelle ist vielleicht wichtig zu verstehen, dass auch ein vertraglicher Anspruch ein Vermögenswert ist. Und damit kommen wir zur ersten Gruppe. Das sind diejenigen, die geprüft werden sollten. Das sind meine Vertragspartner, weil mit allen, mit denen ich Verträge schließe, denen stelle ich auch Gelder oder wirtschaftliche Ressourcen zur Verfügung. Im Businessumfeld kommen die Verträge zwischen zwei Unternehmen zustande. Also prüfe ich meine Kunden, meine Lieferanten, meine Dienstleister, Banken. Häufig gefragt werde ich, was ist mit den Ansprechpartnern bei diesen Vertragspartnern? Und an der Stelle kommen wir jetzt zur Personengruppe 2. Bei der verweise ich immer auf den Grundsatz, dass ich nur die prüfen sollte, mit denen ich tatsächlich auch in einem Vertragsverhältnis stehe. Und die, mit denen ich kein Vertragsverhältnis habe, denen stelle ich ja auch weder Geld noch eine wirtschaftliche Ressource zur Verfügung. Das sind die Ansprechpartner. Das wären auch natürliche Personen. Und immer dann, wenn ich natürliche Personen prüfen würde, hätte ich einen Konflikt mit der Datenschutzgrundverordnung. Die Datenschutzgrundverordnung. In den Konflikt gerate ich gar nicht, wenn ich nur die Vertragspartner prüfe. Die Kunden meiner Kunden, die Lieferanten meiner Lieferanten und so weiter, die bekommen von mir weder Geld noch eine wirtschaftliche Ressource. Von daher brauchen sie nicht geprüft zu werden. Was ist jetzt mit meinen Mitarbeiterinnen? Das sind Vertragspartner, die haben einen Arbeitsvertrag und die bekommen ein Gehalt. Also von daher, die fallen in den Anwendungsbereich der Sanktionsverordnungen der EU. Auf der anderen Seite, wenn ich Mitarbeiter prüfe, dann verwende ich deren Vor- und Zunahme und damit personenbezogene Daten und falle in den Anwendungsbereich der DSGVO. Darf ich das? Ist dieser Verstoß gegen die DSGVO durch die EU-Sanktionsverordnungen gerechtfertigt? Und an der Stelle kommen jetzt wieder die spärlichen rechtlichen Grundlagen zum Tragen. Was man beachten muss, das sind die Bereitstellungsverbote. Wie man die überprüft, das bleibt jedem Unternehmen selber überlassen. Also es gibt keine Verpflichtung, ein Sanktionslistenscreening durchzuführen. Es gibt also keine Berechtigung im Sinne der DSGVO, diese Prüfung vorzunehmen. Man muss sich an der Stelle überlegen, was wiegt denn eigentlich schwerer? Der Verstoß gegen die DSGVO für die Mitarbeiter oder aber das Risiko des Unternehmens, unter Umständen in einen Embargobruch zu laufen. In meinen Seminaren wird häufig von den Teilnehmern darüber diskutiert, ob man jetzt da ein Screening der Mitarbeiter durchführen sollte oder nicht. Manche treten auch auf und sagen, sie müssen das machen, aber tatsächlich ist das immer eine unternehmensinterne Entscheidung und nie eine rechtliche Verpflichtung, die Mitarbeiter zu screenen. Wenn ihr jetzt entschieden habt, wen ihr alles prüfen wollt, drängt sich die nächste Frage auf. Wie oft sollte geprüft werden? Reicht es einmal im Jahr oder aber vielleicht sogar jede Nacht? Darum geht es im nächsten Video. Wie oft muss man eigentlich gegen die Sanktionslisten prüfen? Wie bekommt ein Unternehmen die Rechtssicherheit, ohne zu viel oder zu wenig zu prüfen? Wir schauen uns 3 Bausteine und 3 Beispiele an, die dir helfen, für dein Unternehmen die richtige Prüffrequenz zu finden. So, Patentrezept gibt es leider keines, aber es gibt 3 wichtige Bausteine, die immer zugrunde gelegt werden sollten. Die Sanktionsverordnungen ändern sich laufend. Das Beispiel Russland zeigt es deutlich. Seit Februar 2022 gab es bis heute 11 Sanktionspakete. Im Rahmen von diesen Sanktionspaketen kommen immer wieder neue Personen auf die Sanktionsliste und es werden auch wieder welche gestrichen. Wie lange dauert es zwischen Vertragsschluss und Erfüllung des Vertrags? Die Laufzeit wird ganz unterschiedlich sein. Das ist das, was man berücksichtigen sollte.
Kommen da immer wieder neue Geschäftspartner dazu, fallen wieder welche weg oder arbeitet man eigentlich immer mit denselben Geschäftspartnern zusammen? Das sind die 3 Bausteine, aus denen man sich die Prüfhäufigkeit im Unternehmen zusammenbaut. Soweit jetzt die Theorie und jetzt gehen wir in die Praxis und schauen uns 3 Beispiele an. Beispiel 1, ein international agierender Lebensmittelhersteller. Wir prüfen alle unsere Adressen einmal im Jahr. Das sind ca. 2,5 Millionen. Alles andere wäre für uns zu viel Aufwand. Wer im Januar 2022 geprüft hat und dann erst wieder im Januar 2023 prüft, hat viele Änderungen der Sanktionsverordnungen bei seiner Prüfung nicht berücksichtigt. Die Prüfung einmal im Jahr birgt ein hohes Risiko eines Embargo-Verstoßes. Von daher, das ist zu wenig, egal in welcher Branche man tätig ist. Das Argument zu viel Aufwand ist sicherlich nicht stichhaltig. Hier werden einfach zu viele Daten unnötig geprüft. Entscheidend ist, welche Adressdaten fallen in den Anwendungsbereich der Bereitstellungsverbote und die unterziehe ich dann eben einem regelmäßigen Sanktionslisten-Screening. Die gar nicht in den Anwendungsbereich der Bereitstellungsverbote fallen, die muss ich auch nicht prüfen. Beispiel 2, ein Anlagenbauer für die Automobilbranche. Wir haben wenige Vertragspartner, aber lange Projektlaufzeiten. Wir prüfen jede Nacht. Sicher ist sicher. Die Prüfung jede Nacht, die minimiert das Risiko eines Embargo-Verstoßes. Die Änderungshäufigkeit der Sanktionsverordnungen wird abgefangen, allerdings ist der Aufwand sehr hoch. Und bei langen Projektlaufzeiten muss ich mir überlegen, ob die Prüfung jede Nacht sinnvoll ist oder ob es ausreicht, wenn ich beispielsweise einmal die Woche eine Prüfung durchführe. Beispiel 3. Ein Ersatzteilhändler mit einem rund-um-die-Uhr Notfallservice. Wir prüfen jeden Anfragenden nur im Moment der Anfrage. Unsere Aufträge sind in der Regel innerhalb von 24 Stunden von Angebot bis Lieferung abgewickelt. Die Geschäfte, die kommen zustande und sind dann auch relativ schnell abgeschlossen und die Rechtssicherheit bekommt man eben nur dann, wenn man im Zeitpunkt der Anfrage gleich eine Prüfung durchführt. Das Unternehmen in dem Beispiel macht alles richtig und erzielt so das Maximum an Rechtssicherheit. Die nächste Frage, die sich aufdrängt, ist, gegen welche Sanktionslisten sollte eigentlich geprüft werden? Es gibt mehr als eine. Und welche für euer Unternehmen unnötig sind, darum geht es im nächsten Video. Tut es nicht gut, wenn man Unwichtiges einfach weglassen kann? Weniger Aufwand, mehr Zeit fürs Wesentliche. Wären da nicht viele Sanktionslisten? Muss ich gegen alle prüfen oder kann ich welche weglassen? Als deutsches Unternehmen musst du nach dem Sanktionsrecht nur 2 Listen prüfen. Egal, ob du weltweit oder nur innerhalb Deutschlands tätig bist. Welche das sind, das schauen wir uns jetzt an. Zeit für den Sanktionslistencheck. Die allererste Frage, die man sich stellen sollte: Gilt das Gesetz denn überhaupt für mich? Nur dann prüfe ich die Liste, denn Sanktionslisten sind immer Bestandteile von Gesetzen. Ich unterliege immer den Gesetzen des Landes meines Unternehmenssitzes. Ich unterstehe nicht den Gesetzen meiner Vertragspartner. Schauen wir uns mal ein paar Beispiele an. Beispiel 1. Ich habe meinen Unternehmenssitz in Deutschland. In Deutschland gibt es keine nationale Sanktionsliste, sondern das Sanktionsrecht ist auf EU-Ebene geregelt. Hier gilt also das EU-Recht. Entsprechend sollte die EU-Sanktionsliste, die sogenannte CFSP-Liste, geprüft werden. Beispiel 2. Ich habe meinen Unternehmenssitz in Deutschland und habe eine eigenständige Tochter
in Frankreich, der Schweiz, China und jedem anderen Land der Welt. Du bist also ein Seemann. Jeder Standort unterliegt dem Recht des jeweiligen Landes. Jeder Sitz muss sich getrennt fragen, welche Sanktionsvorschriften gibt es hier. Diese müssen nur von dem jeweiligen Standort beachtet werden. Der Hauptsitz in Deutschland muss keine chinesische oder französische Sanktionsliste prüfen, nur weil er eine Tochter dort hat. Eigentlich einfach. Wäre da nicht die USA? Die USA verfolgen einen extraterritorialen Ansatz. Die USA möchte, dass bestimmte Außenwirtschaftsgesetze weltweit beachtet werden. Was heißt das aus Sicht der USA? Jedes Unternehmen weltweit soll prüfen, ob seine Geschäftspartner unter bestimmte amerikanische Finanzsanktionen fallen. Diese Prüfung ist durchzuführen, und zwar unabhängig vom eigenen Unternehmenssitz, unabhängig vom Sitz der Vertragspartner und unabhängig von den Produkten. Diese US-Finanzsanktionsliste trägt den Namen SDN-Liste, Specially Designated Nationals List. Die schlechte Nachricht: ich muss die gesamte SDN-Liste prüfen. Und die ist sehr, sehr lang. Die gute Nachricht: nur ein kleiner Teil ist von Nicht-US-Personen zu beachten, also auch von deutschen Unternehmen. Das sind die Secondary Sanctions. So, ich muss an dieser Stelle erwähnen, die USA verfolgen auch einen extraterritorialen Ansatz, wenn mit US-Produkten gehandelt wird. Aber wer meine Videos bisher verfolgt hat, der weiß, immer wenn es um Produkte geht, geht es nicht um das Sanktionsrecht, sondern um das Exportkontrollrecht. Damit beschäftigen wir uns in kommenden Videos. Gegen welche beiden Listen sollte ich jetzt als deutsches Unternehmen prüfen, wenn ich das Sanktionsrecht beachten möchte? Zum einen die CFSP-Liste der EU und zum anderen die SDN-Liste der USA. Mehr nicht. Wenn ihr jetzt die richtigen Personen in der richtigen Häufigkeit gegen die richtigen Listen geprüft habt, dann kommt irgendwann ein Treffer. Was mache ich bei einem Treffer und was sollte ich auf keinen Fall tun? Genau darum geht's im nächsten Video. Wer seine Vertragspartner gegen Sanktionslisten prüft, bekommt früher oder später einen Treffer. Oder auch ganz viele. Welche 4 Schritte jetzt entscheidend sind, das schauen wir uns an. Wir schauen uns jetzt Treffer ausschließlich im Kontext des Sanktionsrechts an. Wir verwenden teilweise Bild-KI. Und 90% meiner Zuschauer haben unseren Kanal noch nicht abonniert. Das macht doch. Los geht's mit den Treffern. Schritt 1. Cool bleiben. Ein Treffer in einer Software heißt noch nicht, dass hier etwas Verbotenes passiert. Hier geht es rein um eine Namensähnlichkeit oder eine Namensübereinstimmung zwischen den Namen des Geschäftspartners und einem Listeneintrag. Aber das heißt noch nicht, dass mein geprüfter Geschäftspartner tatsächlich der Sanktionierte ist. Also durchatmen und weitermachen. Einen sogenannten echten Treffer haben wir nur dann, wenn wirklich Personenidentität besteht. Also wenn der Geschäftspartner tatsächlich der Gelistete ist. Und das muss immer manuell geprüft werden. Schauen wir uns das einfach mal in der Praxis an. Ich nutze dazu jetzt die Online-Plattform Solid, auf der man kostenlos seine Vertragspartner gegen die relevanten Sanktionslisten prüfen kann. Also wenn du dich fragst, wie prüfe ich eigentlich, das ist die Antwort. So, jetzt generieren wir mal einen Treffer. Ich gebe mal die Wagner GmbH in Deutschland ein und tada, wir haben einen Treffer. In dem Fall haben wir eine Ähnlichkeit von 94%. 94% Ähnlichkeit zwischen unserer geprüften Wagner GmbH und der sanktionierten Wagner Gruppe. Jetzt liegt es an mir, festzustellen, ob da tatsächlich eine Personenidentität besteht. Weitere Informationen zum Listeneintrag finde ich in der Quellenangabe. Gelistet ist die russische Söldnergruppe Wagner. Diese steht in der EU unter Bereitstellungsboten. Wir dürfen mit der gelisteten Söldnergruppe Wagner keine Geschäfte machen. Aber
Ist meine Wagner GmbH jetzt die sanktionierte Wagner Gruppe? Eigentlich müsste das an dieser Stelle sofort klar sein. In der Praxis wird es hier häufig aber haarig. Was ich da alles schon gehört habe. Ja, aber vielleicht sind die es ja doch. Vielleicht haben die einen Standort in Stuttgart. Sowas höre ich erstaunlicherweise immer wieder. Obwohl es doch eigentlich auf der Hand liegt, dass es hier um eine reine Namensähnlichkeit handelt. Damit ist meine Trefferbearbeitung abgeschlossen. Mein Ergebnis? Kein echter Treffer. Wichtig ist jetzt der nächste Schritt. Jede Bewertung eines Treffers sollte dokumentiert werden, um im Fall der Fälle die eigene Entscheidung nachvollziehbar zu machen. Hier bei Solid ist es super einfach. Ich gebe meine Bewertung genauso hier ein und habe es damit dokumentiert, speichern, fertig. Wie sieht das aus bei einem echten Treffer? Ich prüfe die Intrachem Trading GmbH in Hamburg. Solid sagt mir Trefferähnlichkeit 100%, also eine Übereinstimmung der Namen. Wir müssen aber trotzdem manuell prüfen. Oh, Entschuldigung. Ein Blick auf die Adressdaten zeigt, ja, mein geprüftes Unternehmen ist tatsächlich auch das gelistete Unternehmen. Wir haben eine Personenidentität und damit einen echten Treffer auf der SDN-Liste. Und ganz wichtig, die Intrachem Trading GmbH steht unter sogenannten Secondary Sanctions und damit aus US-Sicht unter weltweit zu beachtenden Sanktionen. Und jetzt? Jetzt kommt es darauf an, in welchem Geschäftsverhältnis wir mit dem sanktionierten Unternehmen stehen. Bahnen sich die Geschäftsbeziehungen erst an oder sind wir bereits in einem Vertragsverhältnis? Jetzt ist Zeit für eine rechtliche Bewertung des Einzelfalls. Da geht es ans Eingemachte. Die Rechtslage muss geprüft werden. Solid bietet einen guten Einstieg. In diesen Fällen ist aber oftmals der Kontakt zu einem Experten ratsam. Und auch hier dokumentiere ich mein Ergebnis, echter Treffer, SDN-Liste, Secondary Sanctions, Rücksprache mit der Rechtsabteilung erforderlich, Trefferbearbeitung und Trefferbewertung muss ich für jeden Treffer manuell durchführen. Daher sollte ich auch wirklich nur gegen die Listen prüfen, die für mich relevant sind. Die nächste Frage, die du dir wahrscheinlich stellst: Wer bitte gibt all seine Adressdaten per Hand in eine Webmaske ein? Wie machen es denn eigentlich die Profis? Wer das erfahren möchte, der schaut unser nächstes Video. Wie kann ich meine Sanktionslistenprüfung bestmöglich automatisieren und gleichzeitig rechtssicher bleiben? Wäre es nicht schön, die Prüfungen laufen automatisch im Hintergrund durch und ich muss nur noch bei einem Treffer das Steuer übernehmen. Wir schauen uns jetzt 6 unverzichtbare Merkmale an, die auch deine Sanktionssoftware haben sollte. Mein Name ist Merike und ich entwickle mit meinen Kollegen Trade Compliance Lösungen. Oh, und übrigens, einige visuelle Elemente wurden mit KI erstellt. Los geht's! Was heißt Folgendes? Makkelijk te integreren. Na, wer hat's verstanden? Das war Niederländisch. Auf Deutsch, einfach zu integrieren. Jetzt verstehen wir uns, oder? Genauso ist es bei der Anbindung einer Sanktionssoftware an eure vorhandene Systemlandschaft. Alle Anwendungen müssen miteinander sprechen. Und, ganz wichtig, alle müssen sich auch verstehen. Euer Vorsystem schickt die Daten rüber, die geprüft werden sollen, und die Prüfsoftware schickt Informationen zurück an euer Vorsystem. Zum Beispiel, wenn du bei einem Treffer eingreifen musst. Das klappt, wenn es entsprechende Konnektoren gibt, mit denen ihr die Prüfsoftware an euer Vorsystem anbinden könnt. Das kann SAP, Salesforce, Excel oder ein anderes Tool sein. Alternativ braucht es eine gut dokumentierte Schnittstelle, damit ihr diese Anbindung selbst programmieren könnt. Eine einfache Integration ist entscheidend, um effizient arbeiten zu können. Und das sollte deine Software dir bieten. Sprechen alle die gleiche Sprache, laufen die Prüfungen. Geweldig, toch? Bist du schon mal nachts aufgewacht und hast dich gefragt, sind meine Daten sicher? Wann immer sensible Daten im Spiel sind, hat Sicherheit oberste Priorität. Nimm dazu die Software und ihren Anbieter genau unter die Lupe und achte vor allem auf diese 3 Faktoren. Erstens Verfügbarkeit, denn niemand kann sich einen Ausfall leisten. Sind Maßnahmen und Konzepte vorhanden, um eine dauerhafte Verfügbarkeit der Prüfung, aber auch von euren Prüfprotokollen zu garantieren.
Zweitens, Vertraulichkeit. Eure Daten sind natürlich streng vertraulich und müssen auch so verarbeitet werden. Sind eure Daten denn digital und physisch bestens geschützt? Und tut euer Anbieter alles Erdenkliche dafür, dass das auch so bleibt? Drittens, Integrität. Eure Prüfprotokolle taugen als Nachweis nichts, wenn die Integrität der Daten nicht gewährleistet ist. Gibt es klar definierte Prozesse der Informationsverarbeitung, die diese Integrität garantieren? Außerdem, versprechen kann man ja viel, deswegen sollte die Sicherheit auch von Dritten zertifiziert sein. Wer hier einen Haken dran machen kann, kann nachts auch gut schlafen. Sanktionslisten ändern sich ständig. Neue Einträge kommen dazu und anderen fallen wieder raus. Um hier rechtssicher zu bleiben, müssen die Listen, gegen die die Software prüft, immer aktuell sein. Am besten ist es, wenn die Software nur die Originallisten der jeweiligen Behörden oder von zertifizierten Content-Providern verwendet und diese täglich auf Änderungen prüft. Ändert sich eine Liste, zum Beispiel durch ein neues Sanktionspaket, dann wird umgehend die aktualisierte Liste verwendet. Das alles sollte die Software natürlich ganz von alleine und im Hintergrund machen. Das Auto-Update für aktuelle Listen. Kennt ihr auch jemand, der ein Gedächtnis hat wie ein Elefant? Eure Software sollte auch nie was vergessen. Das heißt, für jede Prüfung ein Protokoll, das alles dokumentiert. Geprüfter Vertragspartner, Datum, geprüfte Listen, Ergebnis und gegebenenfalls einen eigenen Kommentar aus der Trefferbearbeitung. Wie zum Beispiel hier. Echte Treffer gefunden, Vorgang gestoppt, Rechtsabteilung informiert. Na perfekt. Das sieht nicht nur gut aus, sowas könnt ihr auch bei einer Außenwirtschaftsprüfung ganz gelassen übergeben. Oder wenn zum Beispiel die US-Behörden vor der Tür stehen. Weißt du, was ich an einem guten Bürostuhl so toll finde? Es gibt für alles einen Hebel. Sollte deine Software übrigens auch haben, um sie an eure Bedürfnisse anzupassen. Zum Beispiel die Möglichkeit, weitere Sanktionslisten in die Prüfung mit einzubeziehen, wenn zum Beispiel ein internationaler Standort dazukommt. Oder die Empfindlichkeit des Systems. Ab wie viel Prozent Übereinstimmung zwischen Sanktionslisteneintrag und geprüftem Geschäftspartner gibt es eigentlich einen Treffer? Kannst du diesen Wert ändern, kannst du die Balance zwischen Aufwand und Risiko für eure Situation optimieren. Und unterschiedliche Nutzungsprofile. Für eigene Prüfeinstellungen, zum Beispiel für den Vertrieb und für die Kollegen in HR. Mit diesen Stellschrauben seid ihr auch langfristig gut aufgestellt. Hier gibt es auch noch eine. Sauber machen. Hiermit doof. Aber hiermit, das macht sogar Spaß. Die beste Software ist die, die man gerne bedient. Bei Sanktionslistenprüfung heißt es, klare Benutzerführung und fachliche Hilfestellung direkt in der Software. Und im Fall der Fälle einen schnellen Support aus echten Menschen, die sowohl technische als auch fachliche Hilfe bieten. Klingt doch gut. Hast du eine Frage oder Anmerkung? Schreibt's mir gerne in die Kommentare.